Und das Ganze möchten wir besprechen mit Max Hermes für uns in Tel Aviv. Max, es war der erste Besuch im Namen der EU von Außenministerin Baerbock und ihrem französischen Amtskollegen. Die Hoffnungen der EU und Deutschlands liegen ja auf einem Syrien, das sich offen Richtung Westen zeigt. Aber mit der einfachsten Geste, einem Handschlag, hat es schon mal nicht geklappt. Wie realistisch ist es also nach einem gestrigen Besuch? Guten Morgen, Marian. Guten Morgen nach Deutschland. Es wurde ganz offensichtlich noch einmal, dass die neuen Machthaber aus der Ecke des Islamismus kommen, dass es Islamisten sind. Das wusste man im Vorfeld und das hat sich so jetzt auch noch einmal bestätigt. Der Handschlag bei diesen extrem orthodoxen nicht üblich. Aber Annalena Baerbock hat sich natürlich etwas anderes erhofft. Sie ist angetreten mit einer feministischen Außenpolitik, als sie ins Amt getreten ist als Bundesaußenministerin. Und sie hat jetzt auch eben noch einmal ganz deutlich gemacht, wie wichtig ihr Frauenrechte für Syrien sind und dass das auch eine der Bedingungen ist, an die Unterstützung der EU dann geknüpft sind letztlich. Also das wird etwas sein, wovon es dann auch abhängt, welches Verhältnis baut man zu Syrien auf, werden Sanktionen gelockert, fließen weiter Gelder. Also das ist ein Punkt, der auf jeden Fall hängen bleibt. Wir hören, dass am Ende des Gesprächs es dann fast doch noch zu einem Handschlag gekommen wäre, aber es ist eben nicht so gewesen. Was hängen bleibt, ist natürlich auch der Besuch des Saidnaya Foltergefängnisses, eine Bundesaußenministerin, die an einer Folterpresse gestanden hat, an der Menschen dann letztlich zerquetscht wurden. Das ist auch etwas, was einmalig ist sicherlich und vor allen Dingen auch der Dialog rund um Menschenrechte, dass jetzt alle ethnischen Gruppen einbezogen werden in diesen Prozess der Erneuerung Syriens. Das ist etwas ganz Zentrales für die EU und natürlich die Flüchtlingsfrage, wie können zurückgeführte Menschen eben dann auch wieder in Syrien ankommen. Die Menschen werden in Syrien gebraucht. Das ist allerdings etwas, was jetzt bei diesen Gesprächen zumindest nach außen noch nicht so vorgedrungen ist. Da wird es jetzt noch einen längeren Prozess der Diskussionen geben und natürlich auch ganz zentral, können die Menschen überhaupt nach Syrien zurückkehren? Ist es sicher genug? Werden sie dort nicht verfolgt? Max, es gab dann ja auch noch Zeit für einen kurzen Besuch in der Vergangenheit. Die Außenministerin war in der seit 2012 aus Sicherheitsgründen geschlossenen Botschaft, der deutschen Botschaft. Was hat sie dort erlebt? Das war ein schon etwas skurriler Moment. Also die Botschaft, du sagst es eben, 2012 geschlossen infolge des Bürgerkriegs, infolge der zunehmenden Repressionen gegen das eigene Volk von Machthaber, Diktator Bashar al-Assad, der seit 2000 an der Macht war, aber sich dann vor allen Dingen ab 2012 und davor eben weiter radikalisiert hat und die eigene Bevölkerung tyrannisiert. Was sie dort gesehen hat, ist ein Porträt des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff. Also wir erinnern uns, Christian Wulff, der war 2 Jahre Bundespräsident 2010 bis 2012 und dieses Porträt aus der Zeit hing da eben noch und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sie hat angekündigt, sie wolle ihm ein Bild davon schicken, sie hat ein Selfie da gemacht, also das ist ein kleines Kuriosum am Rande dieses Besuchs, aber natürlich auch etwas, was hängen bleibt. Max, für den Moment vielen Dank.